Hallo, hier ist Mui von Dr. Plano. In diesem Video zeige ich dir, wie du deine Schichtwünsche abgibst. Natürlich möchte Dr. Plano das ganze Team glücklich machen. Deswegen sind die Schichtwünsche so wichtig, denn sie tragen dazu bei, dass auch du genau die Schichten bekommst, die du wirklich machen möchtest. Hat deine Personalleitung einmal Schichten für die Wunschabgabe freigegeben, bekommst du von Dr. Plano eine E-Mail und kannst direkt loslegen. Du loggst dich ein und landest im Kalender. In deinem persönlichen Schreibtisch wirst du direkt auf die Schichtwunschabgabe hingewiesen und bis wann du dafür Zeit hast. Zusätzlich erscheint hier ein Button mit einem Herzchen, was natürlich für deine Schichtwünsche steht. Was sonst? Die rot umrandete Zahl sagt aus, wie viele Schichtwünsche du noch abgeben musst. Du siehst, es gibt noch was zu tun, also los geht's. Du kannst jetzt jede Schicht mit einer Farbe markieren. Grün bedeutet, du willst die Schicht gerne machen. Gelb wählst du, wenn du die Schicht notfalls machen würdest, und Rot spricht für sich, da kannst du nicht. Als kleine Eselsbrücke kannst du dir einfach eine Ampel merken. Achtung! Nicht abgegebene Schichtwünsche, sprich die grauen Schichten, werden nach Ende der Frist so behandelt, als hättest du sie gelb markiert. Also wirst du eventuell eine von denen machen müssen. Es ist daher in deinem eigenen Interesse, die Schichtwünsche immer vollständig abzugeben. Damit das besonders schnell und leicht von der Hand geht, kannst du auch ganze Tage auswählen und mit einem Schichtwunsch versehen. Du kannst sogar mit wenigen Klicks ganze Wochentage markieren und sie mit einem Schichtwunsch versehen, wenn dein Wochenplan immer gleich bleibt und es hergibt. Selbstverständlich ist das alles auch in der Tages- oder Wochenansicht machbar, wenn dir das lieber ist. Hier habe ich einen Tipp für dich. Wenn du mal eine ganze Woche nicht arbeiten kannst, dann markier gleich alle Schichten dieser Woche und setze sie auf Rot. Noch besser wäre es natürlich, wenn du deiner Personalleitung Bescheid gibst, dass du länger weg bist und nicht zur Verfügung stehst. Dann kann sie nämlich deine Abwesenheitszeit bei Dr. Plano eintragen und du wirst gar nicht erst aufgefordert, für diese Zeit Schichtwünsche abzugeben. Das wäre am praktischsten. Wenn du mit der Schichtwunschabgabe fertig bist, aber die Frist noch nicht verstrichen ist, hast du natürlich die Möglichkeit, deine Schichtwünsche immer wieder anzupassen. Dafür klickst du hierauf und den Rest kennst du ja schon. Denk daran, die Schichtwünsche sind deine Chance, bei der Schichtplanung mitzureden. Von daher gib bitte deine Schichtwünsche komplett ab und lasse keine grauen Felder übrig. Nutze einfach dein Mitspracherecht. So, das war's von mir zu diesem Thema. Ich empfehle dir noch unsere anderen Tutorial-Videos. Wenn trotzdem Fragen offen bleiben sollten, dann melde dich gerne bei mir oder meinen Kollegen. Schreibe uns eine E-Mail an service@drplano.de oder besuche unseren Chat auf unserer Homepage. Außerdem veranstalten wir regelmäßig Webinare, wo wir ausführlich auf Fragen unserer Kunden eingehen. Die Termine dafür geben wir auf Facebook und unserer Homepage bekannt. Dann bis zum nächsten Mal, hier oder auf Facebook, und wie immer, fröhliches Plan.